Das ist die Frontpartie des alten Audi 80, liebe Zuschauer. Ein Auto mit Ecken und Kanten. Heute ist Windschlüpfrigkeit gefragt. Der CW-Wert dieses alten Audi liegt bei 0,38, der des Nachfolgemodells, des neuen Audi 80, bei 0,29, also eine erhebliche Verbesserung. Das war wahrscheinlich einer der Gründe dafür, weshalb Audi das Vorgängermodell, das nur 8 Jahre lang gebaut worden ist, so schnell abgelöst hat. Der neue Audi 80 sieht dem größeren Audi 100 sehr ähnlich und hat halt auch ähnliche Windschlüpfrigkeit. Dieses Auto mit dem 1,8 Liter Motor hat Paul Freer für Sie getestet. Für die Ablösung des alten Audi 80 nach nur 8 Jahren gab es einen wichtigen Grund, der im Vergleich zum 100er unzeitgemäße CW-Wert von 0,38. Auf diesem Gebiet ist Audi mit dem neuen 80 ein großer Wurf gelungen. Sein CW-Wert ist mit 0,29 noch um 3,5% besser als der des Audi 100. Aber neben der eleganten, windschlüpfigen Form kann die nur noch viertürig ausgeführte Karosserie 2 weitere Vorteile bieten. Sie ist zu 100% aus verzinkten Blechen gefertigt. Und sie bietet im Fond mehr Platz. Da sich die Außenabmessungen kaum geändert haben, wurde aber der Kofferraum um 15% kleiner. Inzwischen hat sich Audi entschlossen, die bisherige Wunschausstattung mit vollwertigem Reserverad zum Serienstandard zu machen. Und das bringt mehr Ladetiefe. Doch der Eindruck einer Trendwende Audis zum kleineren Kofferraum bleibt bestehen. Wir haben nachgefragt. Der Kofferraum des neuen Audi 80 markiert mit Sicherheit keine Trendwende bei den Audi-Automobilen. Die 425 Liter dieses Kofferraumes sind sehr gut mit der Konkurrenz zu vergleichen. Ja, manchen Konkurrenten gegenüber sogar deutlich überlegen. Wie auch immer, diesen Koffersatz bringt man problemlos unter. Und inzwischen ist sogar eine Durchreichmöglichkeit für Skier in Arbeit. Zurück zur vollständig verzinkten Karosserie. Audi ist nach wie vor der einzige Großserienhersteller, der diesen beachtlichen Weg zur Rostvermeidung einschlägt. Das bedeutet für den neuen 80 immerhin völlig neue Fertigungsmethoden. Andere Veränderungen hätten auch im Rahmen einer Modellpflege eingeführt werden können, wie das neue Getriebe. Es erlaubt eine um 14 mm zurückversetzte Motorlage. Ergebnis: weniger Kopflastigkeit durch vorderen Überhang. Auch die Aufhängung wurde weiterentwickelt. Zielsetzung: besserer Geradeauslauf und Lenkkomfort, insbesondere für Wagen mit Servounterstützung. Aber die Änderungen beeinträchtigen in keiner Weise den auf Komfort abgestimmten Fahrwerkscharakter. Auch die Abrollgeräusche sind gut gedämpft. Bei forcierter Fahrweise auf schlechten und welligen Straßen muss man allerdings, besonders bei starker Beladung, damit rechnen, dass die Federung gelegentlich durchschlägt. Das ist jedoch dank der weichen Puffer relativ undramatisch. Die Motoren, vom 54 PS Diesel bis zum 113 PS Benzineinspritzer, wurden überarbeitet. Ein Beispiel: diese völlig wartungsfreien hydraulischen Ventilstößel. Unser Testwagen hat den 1,8 Liter Vierzylinder-Vergasermotor mit ungeregeltem Katalysator und ist damit schadstoffarm nach Euronorm. Die Motorleistung von 65 kW gleich 88 PS wird über das gegen Mehrpreis von 555 Mark angebotene 5-Gang-Getriebe auf die Vorderräder übertragen. Als Höchstgeschwindigkeit gibt das Werk 180 km pro Stunde im 4. Gang an. Unsere Messungen ergaben sogar 183 km pro Stunde und im 5. Gang ist der Wagen bei nur 4700 Umdrehungen pro Minute praktisch gleich schnell. Damit ist das neue Modell trotz Katalysator rund 12 km pro Stunde schneller als sein entsprechender Vorgänger. Auch ein Ergebnis seiner windschlüpfigeren Karosserie. Und die macht sich natürlich auch beim Verbrauch bemerkbar. Testdurchschnitt: nur 7,9 Liter bleifreies Normalbenzin auf 100 Kilometer.
Bei 68 Liter Tankinhalt ist die Reichweite mit 850 Kilometer entsprechend beachtlich. Nicht ganz so brillant sieht es mit den Beschleunigungen aus. Von 0 auf 100 sind 13,8 Sekunden nötig. Den ersten Kilometer legt der Wagen in 34,8 Sekunden zurück. Ein Grund? Der neue Audi 80 ist schwerer als sein Vorgänger. Größere Glasflächen, die voll verzinkte Karosserie, das 14 Zoll Fahrwerk mit größeren Bremsen und eine höherwertige Ausstattung bringen 70 Kilogramm mehr Gewicht. Durch weitere Extras kommt bei unserem Testwagen sogar noch einiges an Gewicht hinzu. Auch die längeren Getriebeübersetzungen gehen auf Kosten der Spritzigkeit. An Elastizität fehlt es dem 1,8 Liter allerdings nicht. Von 80 auf 120 beschleunigt er im vierten, dem eigentlichen Fahrgang, in 14,3 Sekunden. Das ist Klassendurchschnitt, aber für das Gewicht eine ordentliche Leistung. Der neue Audi 80 ist in erster Linie auf Komfort abgestimmt. Abstriche im Fahrverhalten wurden dabei kaum gemacht. Die bei flotter Kurvenfahrt ziemlich große Seitenneigung des Aufbaus hat keinen Einfluss auf die Fahrsicherheit und eine leichte Untersteuerneigung sorgt zusammen mit der ziemlich direkten Servolenkung, Aufpreis 990 D-Mark, für gute Wendigkeit. Übrigens, für sportliche Fahrer gibt es als Extra ein strammer abgestimmtes Fahrwerk. Der Lenkung muss angekreidet werden, dass sie bei Vollgas in den zwei unteren Gängen durch erhöhte Reibung schwergängiger wird. Dies wird vor allem um die Mittellage als unangenehm empfunden. Ein niedriger CW-Wert geht oft Hand in Hand mit höherer Seitenwindempfindlichkeit. Aber in unserem traditionellen Test auf einer 40 Meter langen Strecke fährt der Wagen mit 100 Kilometer pro Stunde in einen gleich schnellen Seitenwind, schnitt der Audi mit einer Kursabweichung von 1,60 Meter ziemlich gut ab. Der kultivierte Motor, ein 5. Gang, der die Drehzahlen in Schranken hält, und die für niedrige Windgeräusche sorgende Aerodynamik machen sich durch einen Geräuschpegel von nur 69 dBA bei Tempo 130 angenehm bemerkbar. Die Bremsen sind beim neuen Audi 80 kein Thema. Sie sind gut dosierbar und gegen hohe Beanspruchung unempfindlich. ABS ist für 3.368 D-Mark Mehrpreis zu haben. Serienmäßig sind die asbestfreien Bremsbeläge. Übrigens, auch die Kupplungsscheibe ist asbestfrei. Eine Audi-Entwicklung, die erstmals im 80er zum Einsatz kommt, verdient besondere Beachtung. Das Procon-10-System. Im Jahrhundert der Raumfahrt eine Idee, die von Leonardo da Vinci stammen könnte. Ein einfaches Kabelsystem sorgt dafür, dass bei einem Frontaufprall der zurückgedrückte Motor das Lenkrad vom Fahrer wegzieht. Das geschieht durch dieses Seil. Gleichzeitig strafft der verschobene Motor über ein weiteres Seilsystem die Sicherheitsgurte. Der Crashversuch zeigt das Procon-10-System in Aktion. Der Motor wird durch den Frontaufprall zurückgedrückt und zieht dabei blitzschnell das Lenkrad aus der Gefahrenzone. Es kommt nicht mehr zum Kopfaufprall. Ein beachtliches Plus an passiver Sicherheit zum Aufpreis von knapp 1000 D-Mark. Zurück zu Testwagen-Details. Die Instrumente sind übersichtlich angeordnet. Wichtige Bedienungselemente sind gut erreichbar an der Lenksäule platziert. Auch die Heizungs- und Belüftungsanlage wurde stark verbessert, mit nicht weniger als 7 schwenkbaren Düsen in der Armaturentafel. Die Sitze sind weicher gepolstert als im Vorgängermodell und haben sich auf längeren Fahrten gut bewährt. Diese Höheneinstellung ist nur gegen Mehrpreis erhältlich. Gefallen an diesem Audi 80 hat mir vor allem der Fahrkomfort, zu welchem ich auch die sehr gute Laufruhe bei hoher Geschwindigkeit rechne. Sehr hoch schätze ich auch die voll verzinkte Karosserie ein. Damit ist Rost kein Thema mehr. Weniger gefallen hat mir das oft schwierige Einlegen des Rückwärtsgangs. Und ich meine, dass auch zumindest die Servolenkung zur Serienausrüstung gehören sollte.
Wer Sicherheit ganz hoch schreibt, der sollte auch auf das ABS und auf das preiswerte Pro-Content-System nicht verzichten. Wenn ich auch hoffe, dass dieses nur bei solchen Testpuppen zum Einsatz kommt. Noch einmal die wichtigsten Werte. Testverbrauch 7,9 Liter bleifrei normal. Innengeräusch bei Tempo 130, 69 dBA. Seitenwindabweichung 1,60 Meter. Höchstgeschwindigkeit 183 Kilometer pro Stunde. Unverbindlicher Richtpreis für die Grundausstattung 24.680 D-Mark. Für die Testversion mit allen Extras 30.795 D-Mark. Ein rundum gut gelungenes Auto, also hübsch anzusehen, formal sehr gelungen und vor allen Dingen sehr sparsam. Ich habe nur etwas mehr als 8 Liter bei flotter Fahrt gebraucht, bleifrei natürlich. Auf ein Detail möchte ich noch hinweisen. Wir hatten bei einem früheren Telemotor beim ersten Audi 100 moniert, dass der Scheibenwischer sich nicht abheben ließ, ohne die Motorhaube zu öffnen. Das ist hier sofort verändert worden. Hier kann man das also richtig mit einem Griff, wie sich das gehört, abheben und die Scheibe sauber machen, wenn es nötig tut. Wem dieser gute CW-Wert von 0,29 immer noch nicht niedrig genug ist, der kann ein weiteres tun und sich von einem Tuner, von einem Veredler noch einen anderen Frontspoiler und Radkästen und einen anderen Heckspoiler anbauen lassen. Dann wird das Auto nochmal um etwa 4% windschlüpfriger und außerdem soll es auch das Auto verschönern, aber das ist bekanntlich Geschmackssache.